Willkommen bei Rothausbus. Schön, dass ihr wieder da seid und keine Angst, wir sind nicht unter die Insektenfresser gegangen. Wir sind in Italien, verabschieden uns hier von der Familie von Alessandra, bevor es endgültig nach Südamerika geht. Und das hier sind keine Insekten, sondern nur die Höhlen von Schikaden. Davon gibt es echt viele hier. Nubes, Nubes. Wenn Sie Ihre Hülle verlassen, sieht es magisch aus, wie eine Wiedergeburt. Wir wurden hier mal wieder daran erinnert, in Italien, wie wichtig es ist, ein Fliegengitter im Auto zu haben. Und man will die Viecher ja nicht bei sich in der Karre haben, also erst recht nicht die Mücken. Und deswegen zeigen wir euch in diesem Video, wie wir unser Do-it-yourself-Fliegengitter gebaut haben. Los geht's nach dem Trailer. Wir sind Rothausbus. Ich bin Alessandra. Und ich bin Björn. Wir haben einen 36 Jahre alten Bundeswehr T3 zu einem Weltreisemobil umgebaut. Immer mit dabei sind Mali und Wilma, unsere beiden Hundedamen. Unser nächstes großes Abenteuer ist Südamerika. Kommt mit und steigt ein. Also mal eins vorweggenommen, es gibt auch zigtausend Fliegengitter zu kaufen. Aber naja, also zum einen sind wir eher so do-it-yourself und irgendwie Erhaltung. Und zum anderen ist unser Bus ja auch kompliziert. Das heißt, es steht irgendwie nichts mehr da, wo es vorher stand und keine Halterung ist mehr da, wo sie vorher war. Dementsprechend haben wir entschlossen, wir machen es selber, geben die 150 bis 200 Euro nicht aus, ja, und machen unser eigenes Fliegengitter. Und da das Alessandra mit ihrer Mama macht, werdet ihr hier im Video ein bisschen mehr Italienisch sehen. Das heißt, wir werden das untertiteln und ihre Mama kann nämlich sehr gut nähen und dementsprechend holen wir uns da Hilfe ins Haus. Also, viel Spaß! Da wir möchten, dass das Moskitonetz möglichst lange hält, haben wir uns für ein Material entschieden, das härter als normal und widerstandsfähiger ist. Dieses besteht aus Fiberglas. Es verknittert nicht und kann mit der Nähmaschine bearbeitet werden. Als Magnet haben wir ein ähnliches Band wie dieses gekauft, mit dem Unterschied, dass das von uns verwendete Band in der Mitte einen Einschnitt hat, sodass wir es teilen und für die beiden Seiten des Moskitonetzes verwenden können. Wir haben auch zwei Stoffbänder in zwei unterschiedlichen Größen verwendet, das erkläre ich euch aber später. Auch haben wir Nylongarn gekauft und schließlich der Klettverschluss. Ein Weibchen wird direkt an das Moskitonetz genäht und das Männchen wird am Bus verklebt. Und am wichtigsten, meine Mama. Ja. Beginnen wir mit dem Zuschneiden des Moskitonetzes nach unseren Massen, ohne dabei genau zu sein. Wir lassen genug Rand, damit wir die Möglichkeit haben, während der Anpassung auszuprobieren und zu perfektionieren. Der obere Teil des Busses, an dem das Moskitonetz befestigt wird, ist nicht gerade. Daher ist es besser, wenn wir genug Material übrig haben. Nachdem wir nun die beiden Teile des Moskitonetzes ausgeschnitten haben, kleben wir den Magneten auf eine der Längsseiten. Beginnen wir mit dem Teil, das rechts, also in der Nähe der Sitzbank montiert wird. Wir lassen oben und unten einen 2 cm breiten Rand. Dann platzieren wir das 4 cm Textilband, das breite von den beiden. Die Hälfte des Textilbandes legen wir über den Magneten und den Rest drehen wir unter dem Moskitonetz. Wir befestigen es mit Stecknadeln und nähen es fest, damit sich der Magnet nicht bewegt, selbst wenn sich der Kleber löst.
Auf dem oberen Teil, der am Bus befestigt wird, platzieren wir den Klettverschluss und das kleine Textilband, sodass 3 Schichten entstehen. Erst das 2 cm Textilband, in der Mitte das Moskitonetz und oben drauf den Klettverschluss. Wir befestigen es wieder mit Stecknadeln und nähen es dann maschinell zusammen. Dasselbe machen wir mit der anderen Längsseite des Moskitonetzes. An der Unterseite führen wir anstelle des Magnetbandes Gardinenleine Bleigewichte ein, die wir aus einem alten Vorhang meiner Mutter genommen haben, und vernähen alles mit 4 cm Textilband. Gut, damit wir aber das Fliegengitter überhaupt im Auto festmachen können, habe ich gestern schon mal was montiert. Ich habe da was vorbereitet sozusagen. Und zwar muss es ja irgendwie an der Karosserie verklebt werden mit, wie heißt es hier, Klettband. Und das Klettband muss ja irgendwie halten. Und dafür habe ich gestern schon mal, so, kommt mal mit ins Auto rein hier. So, dafür habe ich gestern schon mal was gemacht. Und zwar, guckt mal hier, ich habe hier oben eine Metallleiste reingesetzt, hier auch in der Kurve, damit wir dann auf dieser Leiste sozusagen das Klettband festmachen können. Hier geht das Klettband runter und auf der anderen Seite, hier geht es auch runter. So, und das habe ich gestern gemacht. Alessandra wird das jetzt reinigen und entfetten mit Silikonreiniger. Und wenn das alles gemacht ist, kleben wir das Klettband drauf und danach versuchen wir das Fliegengitter zu montieren. So, meine Lieben, jetzt kleben wir das Klettband da an. Alessandra hat ja gestern noch mal alles entfettet, sauber gemacht etc. pp. Und wir kleben das mit so einem gummiartigen Alleskleber an, der flexibel bleibt und auch die Temperaturen aushält. Und wir haben uns entschieden, wir kleben, weil mit Magneten hält der Blödsinn eh nicht. Und dann sollten wir eigentlich eine stabile Grundlage haben, um unser Fliegengitter daran festzumachen. Alla fine abbiamo optato per incollare semplicemente il velcro con la sua colla autoadesiva, perché ne abbiamo provata un'altra prima da applicare al velcro e alla carrozzeria, però sinceramente non ha incollato granché e ha lasciato parecchio residuo di colla che non è stato facile togliere. Quindi alla fine usiamo questa, temiamo un po' sulla durata a lungo termine di questa colla, però se si dovesse staccare non sarà poi così difficile sostituirla. Velcro messo, ora lo lascio un po' così, lascio il tempo di appiccicarsi bene e poi se veramente è saldo vado avanti con il resto. Das Moskitonetz ist fertig, wir montieren es jetzt.
Ja, total cool, ey. Also da bin ich echt voll begeistert. Die Nähkünste von der Mama von Alessandra. Danke, Lucia. Das passt super. Und ja, der große Unterschied ist, wenn wir so ein Ding kaufen, dann ist es ja immer die Standardgröße zum Standard VW-Bus T3. Die Tür ist ja bei allen gleich groß. Aber bei uns ist es so, dass wir hier erstens so einen Einbau drin haben, der so 3 cm höher ist als normal. Also wir wollten, dass die auch oben aufliegt und nicht vorne ist. Damit wir die Tür immer, selbst mit geschlossener Zanzaniera, auf- und zumachen können. Zum anderen, wie Alessandra schon gesagt hat, ist das Material hier Fiberglas. Das heißt, es hält echt was aus. Wir erwarten, dass die uns nicht binnen der nächsten 3-4 Wochen im Vollbetrieb kaputt geht. Und was auch richtig cool funktioniert, ist der Magnet hier vorne. Das heißt, ich gehe rein, mache auf und wenn ich hinter mir, zack, bumm, schließt er ab. Man muss ihn vielleicht einmal ganz kurz berühren, aber jetzt ist das Ding auch dicht. Und durch die Gewichte unten liegt es unten auf dem Boden auf, da kommt uns kein Insekt mehr rein. Hier oben haben wir was Besonderes gebaut. Und zwar hier oben haben wir das überlappen lassen. Da ist nochmal, wie heißt es hier gleich, Klettband auf der gegenüberliegenden Seite, sodass wir sozusagen beide Seiten übereinander liegend haben. Und dass sich hier auch dann das Magnetband so ein bisschen um 90 Grad dreht, dass die beiden Magnetbänder komplett aufeinander liegen. So, im Endeffekt haben wir genau das erreicht, was wir wollten. Wir haben ein geiles Fliegengitter, wir haben mehr Luft im Auto und das Thema Zanzaniera ist erledigt. Super cool. Nach Südamerika. Auf nach Südamerika. Das war unser Video zum Moskitonetz. Hat Spaß gemacht und danke nochmal, Lucia. Danke, Mama. Also total cool. Also deine Nähkünste haben uns sozusagen den Arsch gerettet und uns ein wirklich geiles Teil hier produziert. Für heute ist Schluss. Wir sind mega aufgeregt. Die große Reise steht bevor, der Countdown läuft. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Schöne Zeit. Bis dahin. Zum nächsten Mal. Ciao.